So, Test, Test. Gucken wir mal, ob alles hier funktioniert. So, Test, Test. Jawohl. Alles wunderbar. Ja, da sind wir wieder. Geht gleich los. Leute, geht gleich los. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr habt euer Quali schon gemacht. Heute fahren wir mal ein bisschen mit dem Schnellboxen-Stop-Setup. Haben ein bisschen Spaß, geht gleich in wenigen Minuten los. Wie gesagt, angekündigt war für 20 Uhr. Bin jetzt schon drin, um zu gucken, auch ob alles einwandfrei läuft. Und ja, wir entspannen uns noch ein bisschen, 10 Minuten und dann, wie gesagt, geht's gleich. Ja, moin an alle, die jetzt gerade reinspringen. Hallo, schönen guten Abend bei euch. Ja, bei euch ist ja Abend, gleich 20 Uhr, wie gesagt, gleich geht's los. Teste gerade noch ein paar Dinge hier und ja, wie gesagt, dann haben wir gleich ein bisschen Spaß. Fahren ein bisschen mit dem Schnellboxen-Setup in verschiedene Serien, um einfach mal auch zu sehen, wie sich das Auto in verschiedenen Serien verhält. Vielleicht habt ihr es schon ausprobiert gehabt, mit eurem Schnellboxen-Stop-Setup zu fahren. Wenn ja, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, hier in dem Live-Chat jetzt, wie ihr euch damit fühlt. Ob es eure Strategie ist, ob es euch gefällt, ja, und ob ihr dieses Setup bevorzugt, im Gegensatz zu dem Serie 11 und Serie 12 Teilen natürlich, die wir haben. Letztes Jahr hatten wir haben eigentlich jedes Jahr immer so ein Schnellboxen-Stop-Setup und letztes Jahr war es da schon meiner Meinung nach ein bisschen einfacher, damit in Serie 11 oder in Serie 12 zu fahren. Dieses Jahr allerdings ein bisschen schwer. Aber wir versuchen es trotzdem hier in dem Livestream, also bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden als letztes Rennen Serie 12 Rennen mit dem Schnellboxen-Stop-Setup fahren, um zu schauen, wie wir uns dort schlagen. Nur mit 100 Leistungen, wie wir auch schon gerade gesehen haben. Also wird auf jeden Fall ein bisschen schwer in Serie 12, allerdings werden wir es ausprobieren. Schauen wir uns noch, bevor wir reinspringen, schauen wir uns mal an hier die Kisten, die wir haben. Und da haben wir 10 Kisten, 3.550 Bucks. Ja, natürlich hier Serien-Event-Kisten mit Max Verstappen und Sergio Perez. Häufiger zu finden in diesen Kisten, falls ihr euch
diese Kisten geholt habt, ja, berichtet mal. Ich diese Woche hole mir die Kisten nicht. Sieht nicht danach aus, obwohl wir Max Verstappen gebrauchen könnten. Noch 19 Teile, dann würden wir ihn auf 6 machen. Allerdings, wie schon gesagt, diese Woche holen wir uns die Kisten nicht. Obwohl es ein gutes Event ist, also von daher, wenn sich da jemand von euch die Kisten holt, berichtet mir davon. Seid ihr zufrieden mit der Ausbeute? Ist natürlich auch ein ziemlich teures Angebot. Wenn man so guckt, sind das 5 Euro pro Kiste. Das muss sich dann schon richtig lohnen. Also Max Verstappen sollte da schon häufiger drin sein. Hoffe ich für euch, wenn ihr euch die ein oder andere Kiste holt oder schon geholt habt. Ja, damit wir natürlich auch für das Event hier, das Qualifying werden wir morgen fahren hier. Also für die Leute, die darauf warten, wir werden morgen das Qualifying fahren und dann Samstag, wie gehabt, das Opening und am Sonntag, wenn alles gut geht, natürlich auch das Finale. Ja, sehen selber, wir haben im Qualifying haben wir komplett trocken, ist gar nicht am Regnen hier, 0. Ja. Von daher haben wir komplett trockenen Asphalt für ein Qualifying und dann haben wir im Opening ein bisschen Regen, Silverstone natürlich mit 100% Regenwahrscheinlichkeit. Das ist perfekt, Leute. Falls ihr da noch die Strategie braucht, könnt ihr auch in dem Video davor von letzter Woche, von dem Ferrari-Serien-Event, könnt ihr euch anschauen, mit was für einer Strategie wir da rausgefahren sind. In Belgien sollte es, hoffen wir, auch regnen und in Mexiko auch. Das sind so Strecken, was nicht unbedingt gut ist im Trockenen. Das ist schon besser, wenn wir im Regen dort fahren. Wie gesagt, wir fangen gleich an in 4 Minuten. Ich habe ja geschrieben, dass wir um 20 Uhr anfangen. Bin ein bisschen früher reingesprungen, um noch ein paar Sachen hier auszutesten. Mit der Livestream-App. Und ja, bevor wir auch anfangen, für die Leute, die auch später zuschauen natürlich, wenn ihr noch einen guten Club sucht, The Crew, da wo ich jetzt hier drin bin, wir suchen noch aktive Spieler. Von daher, wir haben noch Platz, wir haben noch 6 Plätze frei. Unsere Anforderung ist 1000 Punkte die Woche, also wir halten es sehr gering. Es geht einfach nur darum, dass ihr Spaß habt an dem Spiel und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, sind jede Menge Leute da, die euch Fragen beantworten können im Chat hier oder auch natürlich hier bei mir auf YouTube. Ihr könnt immer Fragen stellen, natürlich immer schön in die Kommentare und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Gewinnstrategien braucht etc., könnt ihr hier auf diesem Kanal kostenlos natürlich auch die Videos abrufen und euch anschauen, damit ihr in den Grand Prix am Wochenende oder halt in den Serienevents wie jetzt die Wochen, damit ihr gute Punkte fährt, ja Leute. Und ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir als Community definitiv die Rennen gut fahren, mit einer guten Strategie, mit einer guten Reifenstrategie und natürlich auch das Setup. Das Setup ist immer so eine komische Sache bei jedem, weil nicht jeder hat natürlich auch die gleichen Teile. Allerdings muss man das Auto gut abstimmen mit den Teilen, die man hat. Und selbst dann kann man natürlich auch verlieren. Allerdings sehen wir ja auch hier, die Saison habe ich 84% Siegquote. Und natürlich sind da auch Rennen, die ich verloren habe. Also ist ja klar, von 100 Rennen verliere ich 16 Rennen. Allerdings ist jede Niederlage auch eine Erfahrung. Ja? Von daher checkt auf jeden Fall den Channel ab, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bin natürlich auch immer da, immer live, versuche einmal die Woche live zu gehen, damit wir uns hier live unterhalten können. Und ja, lass uns mal reinspringen. Lass uns mal langsam das erste Rennen machen. Wie schon gesagt, in dem Livestream werden wir ein bisschen mit dem Schnellboxen-Stop-Setup fahren. Und ich hoffe, ihr genießt die Show. Ich habe die letzten Tage, bin ich ein bisschen damit gefahren und es ist ein lustiges Setup, deswegen ich nenne es auch Go-Kart-Setup. Wir sehen selber, wir haben nicht unbedingt die besten Werte. Allerdings ist das Auto sehr gut ausbalanciert. Es ist sehr gut abgestimmt.
Teampunkte sind natürlich mega hoch wegen der Boxenstopp-Zeit. Wir sehen selber 1,93 Sekunden. Ist schon heftig. Ja, das Auto braucht echt nicht lange in den Pits und das werden wir uns hier auch anschauen. Ich habe eine Kiste hier zu holen. Wir springen allerdings in das erste Rennen hier in Serie, ich würde mal sagen, wir springen in Serie 8. Springen wir rein und danach gehen wir, denke ich mal, in Serie 6, Serie 10 und als letztes gehen wir dann nochmal in Serie 12. Deshalb, wie gesagt, das Video geht lang. Gar kein Problem. Ich hoffe, dass ihr da bis zum Ende dran bleibt. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Spaß hier haben. Ich hoffe, dass ein paar Leute einschalten hier, damit wir auch unseren Chat ein bisschen bestücken können hier mit ein paar Fragen. So, geht's los. Wir springen in Serie 8. Schauen uns mal an, was das Auto so machen kann. Gucken, wo wir uns auch positionieren hier im Quali. Ich denke mal, weit vorne ist nicht der Fall. So Mittelfeld in Serie 8. In Serie 6 bin ich gefahren und in Serie 6 positionieren wir uns eigentlich so ziemlich weit vorne. Da werden wir auch nach diesem Rennen hier, werden wir auf jeden Fall jede Menge Spaß haben. So, Japan. Da bin ich mal gespannt. Japan ist eigentlich ein guter Circuit, um schnell aus den Pits rauszukommen. Mit Undercut natürlich und Overcut. Schauen wir mal, wie sich das Auto hier verhält. Ja, sieht doch schon gut aus. Platz 2 und Platz 4 in Serie 8. Also doch besser, wie ich eigentlich gedacht habe. Benutzen keine Boosts. Ja, das ist ja alles hier nur, das sind nur Testfahrten. Wie gesagt, für die Leute, die Interesse dran haben, mit diesem Setup zu fahren. So, geben Gas am Anfang. Ist ja klar, versuchen hier mit Max Verstappen natürlich direkt die Führung zu übernehmen hier. Und das funktioniert auch sehr gut. George Russell zieht auch natürlich vorbei. So, das ist jetzt gut für uns. Dann können wir nämlich hier mit Max, können wir mal ein bisschen runter vom Gas. So, werden auch hier in dieser Aufnahme fahren, weil unsere Fahrer ja ziemlich eng beieinander sind. Und von daher, oh, da kommt der Gegner. Der Gegner will uns natürlich überholen. Blocken wir ein bisschen, sehr, sehr gut. Versuchen mit George Russell hier wegzukommen. Da kommt der Gegner wieder. Da sieht man halt, dass wir mit unseren 100 Leistungen knapp nicht unbedingt schnell sind. So, hier können wir jetzt auch runter mit George Russell. Wir sehen auch, dass wir hier mit Max jetzt gerade auch, wir haben keine gute Pace, ja. Das steht fest. Also wir müssen hier mehr Vollgas fahren als verteidigen mit dem Setup. Werden mit George Russell hier eine 3-4 fahren und mit Max Verstappen werden wir hier eine 4-3 fahren. Sieht auch gut aus. Vom Reifenverschleiß mit Max. So, hier nochmal ein bisschen Gas geben mit George. George muss natürlich ein bisschen weg von Sergio Perez, von unserem Rivalen. Also müssen wir jetzt für die letzte Runde auch nochmal Gas geben hier. Wie gesagt, das ist Serie 8 mit dem Schnellboxen-Stop-Setup, um einfach mal zu schauen, wie wir hier fahren. So, George Russell sieht gut aus, hat 3,5 Sekunden Vorsprung zu unserem Rivalen. 3,7, 3,5 geht gerade wieder ein bisschen runter. So, jetzt kommt er in die Pits. Ich denke mal, Perez wird auch in die Pits kommen. Es regnet permanent. Wir müssen mit Max Verstappen den Rivalen überholen. So, 3,3 Sekunden und raus. Ja, so schnell geht das hier. So, können jetzt natürlich hier mit Max Verstappen müssen wir unseren George Russell überholen. So, und George Russell kann jetzt hier ein bisschen verteidigen. So, und wir kommen mit Max rein, wie schon gesagt. Hallo Michael. So, und das sieht doch schon mal gut aus hier. So, wie gesagt, Max Verstappen kommt jetzt rein, kann aber dann 3 Runden lang Vollgas fahren. So, sehr, sehr schön. Das sieht doch schön aus. Max Verstappen 3,34. Boxenstopp und wieder raus. Und ja, jetzt werden wir gleich mal sehen, ob wir Perez klären können. So, hier runter und Max Verstappen müssen wir pushen. Da habe ich aus Versehen den falschen gepusht, aber ist alles okay.
So, und jetzt müssten wir langsam aber sicher die Pace abpicken hier für Perez. Gucken wir mal, ob wir schneller werden. Wie gesagt, wir haben nicht so viel Leistung. Ja, mit dem Schnellboxen-Setup werden auch mal nach dem Rennen natürlich auch die Setups kontrollieren hier von unserem Rivalen, mit was für ein Setup er fährt. Das ist gar nicht so leicht mit 97 Leistung. Ja, hier jetzt auch zu überholen gleich. Ich hoffe, dass wir überholen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Max Verstappen kommt näher ran. Hier sehen wir es. Haben jetzt ein paar Leute, die wir auch überrunden. Unser George Russell kann jetzt noch ein bisschen boosten hier, kann noch ein bisschen Gas geben. So, wir kommen auf jeden Fall ran. Ja, die Frage ist nur, ob wir ihn überholen können. Mit 97 Leistung. Wie gesagt, 97 Leistung. Die Gegner hatten mit Sicherheit 150. Mindestens. Ja. So, George Russell muss auf regulär raus. Unser Gegner, ui, da macht er auch ein paar Fehler. Gut für uns. Der Überrundete muss weg hier, der Mick. Jawohl. So, und jetzt haben wir hier die Chance eventuell, jetzt gleich unseren Rivalen zu überholen. Nein, da werden wir jetzt auch nochmal gestört von unseren überrundeten Fahrzeugen. So, jetzt. Hier vielleicht. Los geht's. Komm. Unser George Russell hat kein Profil mehr. So, da geht Max Verstappen an ihm vorbei. Wahnsinn. Also man kann auch mit 97 Leistung überholen, ja? Ja, wunderbar. Platz 1 und Platz 2 in Serie 8. Ja, das war jetzt Serie 8, Leute. Wie gesagt, Serie 6 brauchen wir dann gar nicht zu machen, weil Serie 6 ist ja dann auch etwas leichter. Serie 8 passt, ja, sieht doch gut aus hier. Platz 1 und Platz 2. Hätte ich nicht gedacht. So, schauen wir uns nochmal an hier. Ja, Gegner fährt eine 3-4 mit beiden Fahrern. Perez auf 4 und Leclerc auf 3. Ihr habt aber selber gesehen, dass Perez auf 4 schon ein Problem für uns war. Gegner fährt mit 133 Leistung. Ja, hat auch nicht unbedingt alle Teile von Serie 11 und Serie 12. Und ja, wie gesagt, hat aber trotzdem funktioniert. Sieht doch schön aus. Ja. So, ja, Garten, das sind Testfahrten. Wie gesagt, das sind Testfahrten mit dem Schnellboxen-Setup. Und wenn wir wieder daraufhin zurückgehen, Serie 8, Catalyst, Gorilla, Serie 9, Spectre, Serie 5 und The Jazz, Serie 9 auch nochmal, Blitz, dann Serie 3. Deshalb fahren wir nicht unbedingt in Serie 12. Ich kann dieses Setup auch nicht empfehlen für Serie 12. Auf gar keinen Fall. So, wir springen mal in Serie 10. Ja, Serie 10, denke ich mal, ist okay. Da können wir mal rein. Wir werden als letztes Rennen hier, also nach dem Serie 10 Rennen, werden wir mal in die Serie 12 reinspringen. Ja, um einfach mal zu schauen, was wir da machen. Ja. So, da haben wir jetzt einen Klopper, ja, in Serie 10. 1563, so, das wird spannend. Ja, auch noch England. Also, das wird jetzt der Knaller. Ja, wir hoffen auf einen guten Start jetzt. Ja, auf einen guten Start. Wir werden, wie ich auch in dem Video davor, Silverstone ist eigentlich eine Soft-Strategie. Ja. Von daher werden wir jetzt mal schauen, was unsere Autos hier machen. So, wir haben Regen. Das ist natürlich jetzt, das ändert jetzt alles. Aber wir werden trotzdem uns mal entspannen und versuchen, das Spiel, dieses Rennen hier so gut wie möglich zu fahren und natürlich auch zu gewinnen. Wir sehen selber Platz 16 und Platz 20 in der Quali. Der Rivale steht weitaus vor. So, und ja, wir müssen alles geben hier. So, perfekt. Max Verstappen tut schon ein paar Positionen hier abpicken. Ich hoffe, dass oh, das war gut. Das war sehr, sehr gut sogar. Unser George Russell enttäuschend. Sehr enttäuschend hier. Müssen jetzt auch hier bei der langen Geraden runter vom Gas und müssen versuchen, so gut wie möglich zu blocken. Ja, wir gehen mit beiden Fahrern für 4 Runden. So. Der Gegner hat nicht unbedingt Position abgepickt. Also von daher sind wir da. Sieht auch gut aus hier mit dem Reifenverschleiß. Ja, wie schon gesagt, indem wir halt nicht so viel Leistung haben, haben wir natürlich auch nicht so viel Verlust an Reifen und an Sprit und natürlich auch an Zuverlässigkeit.
So, sieht doch gut aus hier. Rivale positioniert sich auf 7 und auf 9. Wir werden versuchen, so gut wie möglich unsere Position zu verteidigen bis zur dritten Runde. Und dann in der dritten Runde versuchen, eventuell ein bisschen mehr Gas zu geben, ja, mit beiden Fahrern. Was allerdings nicht so leicht ist, weil wir halt auf unsere Reifenwerte aufpassen müssen. Aber das sieht doch schon mal okay aus hier. Wir haben jetzt 2% über. 1%. Ja, wird ein bisschen knapp, aber das schaffen wir schon, Leute. Gegner, denke ich mal, wird eine 3-3-1 fahren. Mit beiden Fahrern oder geht vielleicht mit einem Fahrer auf lang. Dem wird aber dann der Gummi ausgehen. So, Platz 1 kommt rein, Platz 2 kommt rein. Der Ferrari kommt rein, der Mercedes kommt rein, der McLaren kommt rein. Noch ein Mercedes, unser Rivale, also es kommen alle rein. So, jetzt müssen wir hier beschleunigen. Weil wir müssen so gut wie möglich alle Positionen hier abpicken. So, die kommen schon raus, die ersten 5. Wir positionieren uns hier auf Platz 6 und auf Platz... So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier wieder runter vom Gas mit beiden. Ja, die wollen auch, dass wir jetzt hier pitten, ist ja klar. So, und jetzt kommen wir hier rein. Ja, reparieren das Auto vollständig. So, versuchen hier noch zu blocken. Max Verstappen muss hier den Rivalen blocken. So gut wie möglich, so gut wie möglich. Ja, sehr schön. Da verliert er auch noch Sprit, das sehen wir. Sehr, sehr schön hier. Sehr, sehr schön gemacht von unserem Max. So, der kommt jetzt in die Pits. Russell auch. So, und jetzt hoffen wir, dass wir hier keinen Stau haben. Nein, haben wir nicht. Perfekter Boxenstopp, 3,25 Sekunden für Max und 3,17 für George. Und jetzt fahren wir auf volle Leistung, ja, für die letzten 3 Runden. Michael, ich habe Lieblingsstrecken, ja, habe ich. Frankreich, Singapur, Abu Dhabi. Ja, das sind so meine Lieblingsstrecken eigentlich. Bahrain gefällt mir auch sehr, sehr gut, aber es kommt halt immer drauf an, ne, in welcher Serie man fährt. Ja, also wenn wir jetzt hier Serie 10 fahren, wie wir hier auch sehen, ja, da macht eigentlich so jede Strecke Spaß. So, wir müssen jetzt mal drauf achten auch, wie es jetzt hier aussieht. Wir haben 75% Regen und es wird langsam trocken. Allerdings, nö, ich glaube nicht. Gegner müsste jetzt reinkommen hier mit Max Verstappen, der auf Position 6 ist. Nein, er kommt nicht rein. Fährt auch nochmal die letzte Runde jetzt so. Beide Mercedes kommen rein. Alpine kommt rein. Gegner bleibt draußen. Gegner bleibt draußen mit einer 3-4. Ja, er fährt eine 3-4. Und das Rennen, ich glaube nicht, dass wir es gewinnen werden. Jetzt hier in der letzten Runde. Wir brauchen eine Panne von Perez an den Rivalen. Und dann können wir es eventuell schaffen. Aber sonst wird das nichts hier. Platz 8 und Platz 9. So, da vorne der Mercedes, der hängt. Ja, wird aber nichts. Wird nichts. So, jetzt haben wir keinen Gummi mehr. Oh, guckt euch das an. Ah, so schade, so schade, so schade, so schade. So, jetzt nein. Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, nein. Nichts geworden. Sehr, sehr ärgerlich. Der Rivale, ja, keine vernünftige Strategie ist der Rivale gefahren. Fährt eine 3-4. Fährt dann in der letzten Kurve ohne Reifen. Und wir haben es leider verloren. Aber war knapp, ja. Springen mal in Serie 12 rein, Leute, mit dem Setup, um zu schauen, was dort passiert. Ja. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich bin da, wie schon gesagt, seit ein paar Tagen jetzt mit dem Setup ein bisschen so am Rumspielen. Wir machen auch mal hier die Kiste auf, weil wir fahren ja in Serie 12, die nehmen wir dann auch mal mit. Die Kiste. So. Und dann wir machen mal die Serie 8 Kiste rein, genau. Die haben wir uns ja gerade geholt gehabt. So, und jetzt gehen wir mal in Serie 12 und gucken mal mit dem Boxenstopp hier, mit dem Boxenstopp-Setup, was wir da machen. Ich denke mal, Qualifikation wird auf jeden Fall plus 20. Und ja, Michael, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, meine absolute Lieblingsstrecke ist China. China und Vietnam. Die hatten wir letztes Jahr und die sind einfach geil. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr eventuell noch Hanoi, also Vietnam, dazu kriegen und China.
Das sind geile Strecken, die man auf Softs befahren kann, wo man natürlich auch gut Gas geben kann. So, Platz 21 und Platz 22, ja, sind wir hier gefahren. Wir fahren die normale Strategie, es wird regnen. Ich hoffe, dass es so nach 2,5 Minuten, 3 Minuten regnen wird. 3 Minuten, perfekt. Das heißt für beide Fahrer, dass wir dann auf Wets switchen. So, hoffen auf einen guten Start, wie immer. Das ist aber Serie 12, das wird ein bisschen schwer hier mit dem Go-Kart. Oh, Max Verstappen versucht hier ein paar Positionen abzupicken und es gelingt auch. Sehr, sehr schön hier von Max Verstappen. George Russell wieder sehr enttäuschend. Ist aber immer so, denke ich mal, bei so einem Serienevent, was wir ja im Moment haben. Oh, Max hat jetzt da 2 Positionen verloren, holt sich aber jetzt wieder eine Position zurück. So, können hier runter vom Gas mit beiden Fahrern, gehen auf Verteidigung und gucken mal, wo die sich jetzt hier einfahren. Ja, ja, danke Andreas. Dankeschön. Höre ich sehr, sehr gerne. So. Wie gesagt, jetzt hier auf Verteidigung. Ich werde mir nach dem Rennen, werde ich mir mal die Kommentare ansehen und werde auch dann darauf antworten, Leute. Tut mir leid, dass ich im Rennen hier nicht so richtig dabei bin bei euch. So, jetzt hier müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja, mit Max Verstappen ist eigentlich okay, aber mit George Russell habe ich Angst, dass wir da Position eventuell verlieren. So, 2 Minuten noch, dann fängt es an zu regnen. Eine Runde sind hier so circa 30 Sekunden, was nicht unbedingt gut ist für Max Verstappen. So, und jetzt hier schön nochmal Gas geben mit beiden Fahrern. Liegen in Führung, allerdings können wir uns nicht darauf ausruhen. So, jetzt hier, sehr schön hier von Russell. So, ein paar Leute kommen jetzt schon rein und ja, wir müssen mit Max Verstappen gleich auf Wets gehen und müssen dann erstmal auch dann, ja, so circa 40 Sekunden lang nicht unbedingt mit der besten Strategie fahren. Aber passt. Es bringt auch nichts, nochmal auf Softs zu gehen. Ja, bringt nichts. Also müssen wir hier auf Wets das Auto dann auf regulär rausschicken und hoffen, dass wir halt nicht so viele Plätze verlieren. So, jetzt kommt Max Verstappen rein. Mit Russell geben wir Gas. Der Rivale kommt auch rein. Wir hoffen, dass wir den Rivalen, jawohl, kommen vor ihm raus. Das ist sehr, sehr schön. So, gehen hier auf regulär mit Max Verstappen, wie schon gesagt, und wechseln jetzt hier mit George Russell auf Wets. So, ist nicht unbedingt die beste Strategie, wie schon gesagt. Allerdings, uns bleibt im Moment nichts anderes übrig, weil nochmal ein Pitstop hätte man machen können. Okay, hätte man machen können, Leute. Hätte man machen können. Alles gut. Wir sind ja hier extra mit dem Schnellboxen-Pitstop-Setup draußen. Oh, ja, sehr, sehr schön. Noch so 20 Sekunden. 15 Sekunden. So, unser Rivale ist auf Mediums da vorne. Ja? Wir sind die einzigen 2 Fahrer. Ne, da ist nochmal ein Sergio Perez. Das ist auch komisch, dass Sergio Perez hier jetzt das ist der Rivale. Alles gut, alles gut. Ich habe gedacht, das wäre ein NPC. So, und jetzt können wir Gas geben. So, wir sind schon auf volle Pulle hier eingestellt und jetzt hoffen wir, dass das Auto jetzt hier was Vernünftiges macht. George Russell hier vorne mit den 2 Aston Martins. Wir müssen mit Max Verstappen auf regulär, müssen George Russell den Platz geben, damit er auch überholen kann. So, und das macht er jetzt auch. Hat den ersten und den zweiten jetzt überholt. Also Aston Martin. So, und jetzt nochmal. Das ist eine komische Sache jetzt hier. Jetzt haben wir hier Platz 1 da vorne. Max Verstappen kommt nicht an Lance Stroll vorbei. So, jetzt kommt er vorbei. Innen gezogen. George Russell ist jetzt hier auch nochmal vorne hier im Stau. Wir sind hier mega im Stau, Leute. Mega. So, gehen jetzt in die letzte Runde hier. Gegner ist immer noch auf Medium draußen. Ihr seht selber, wie verhext dieses Spiel ist, ja. Dass Leute bei Regen mit Medium fahren und ist alles okay. Jetzt natürlich haben wir 50% Regen. Jetzt packen die nassen Reifen und lass uns hoffen, ja, jawohl. Ah, da wurden wir sogar geblockt. Schaut euch das an. Wahnsinn. So, jetzt ziehen wir an ihm vorbei.
So. Haben wir gewonnen. Nicht unbedingt das beste Rennen, Leute. So, ich gucke mir mal die Kommentare an. So. Ein Boxenstopp Serie 12 ist zurzeit 3,73 Sekunden. Das ist gut, Michael. Das ist sogar sehr, sehr gut. Vielen Dank für deine Videos. Schaue sie mir immer an. Danke für deine wertvollen Tipps. Ich fahre meine erste Saison. Momentan noch in Serie 11. Andreas, ich glaube an dich. Immer schön weitermachen. Danke. Ich hoffe, dass meine Videos helfen. Ja. Ibo, ja, hi Ibo. Mahlzeit, Champ. Weißt du zufällig, was für ein Event nächste Woche kommt? Nee, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Nächste Woche haben wir ja auch wieder Formel 1. Wir sind ja in Singapur, also wird, denke ich mal, auch das Singapur-Event, der Grand Prix, wieder stattfinden. Von daher, ja. Wir fahren noch ein Rennen. Wir fahren noch ein Rennen in Serie 12 mit dem Schnellboxen-Stop-Setup. Wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Setup. Seid ihr damit mal gefahren? Wie fühlt ihr euch? Gefällt es euch, mit einer schnellen Boxenstopp-Strategie zu fahren? Natürlich, wenn sich das auch lohnt. Ihr habt jetzt selber gesehen, in Montreal hatten wir nicht unbedingt das Glück, das Setup komplett auszubringen, sagen wir mal so. Wir werden jetzt in Abu Dhabi natürlich bessere Karten haben hier. Ja? Mit dem Schnellboxen-Stop-Setup. Wir werden beide Fahrer auf Softs rausschicken. Waren eine Art Go-Kart-Kamikaze-Setup und Strategie. Von daher bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. So, der Start bei Abu Dhabi, sage ich auch jedes Mal, ist immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Ja, da muss man immer aufpassen, nicht, dass wir da jede Menge Positionen verlieren. Wir fahren auf regulär raus mit beiden Fahrern und werden dann schauen, wo es hier eine Lücke gibt, so wie jetzt zum Beispiel Max Verstappen jetzt hier. So, geht jetzt hier sehr weit außen, müssen jetzt mit beiden Fahrern Gas geben. So, jetzt, Max Verstappen, komm. Sehr, sehr schwer. So, jetzt aber, er zieht nach innen, sehr, sehr schön gemacht von Max. George Russell wieder sehr enttäuschend hier, sehr enttäuschend. So, hier vergessen kurz auf regulär zu schalten, aber alles gut. Können wieder Gas geben. So, und runter vom Gas mit George. Und mit Max Verstappen fahren wir auf regulär. So. Hier wieder ein bisschen Gas geben mit Max. Nicht allzu viel, weil wir werden ja eigentlich eher geblockt als alles andere. Also müssen wir ein bisschen aufpassen hier, ein bisschen dämpfen. So, hier wieder Gas geben. Komm, 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 jetzt da. Nach innen. Nein, macht er nicht. Gehen hier auf regulär bei der Schikane, Leute. Und George Russell macht jetzt hier langsam, aber sicher. Holt er sich die Position hier. So. Und jetzt kommen wir in die Pits. Garten schreibt, würde nicht nach Red Bull, Mercedes drankommen müssen. Nee, wir haben ja nächste Woche, wie gesagt, Grand Prix, soweit ich mich gut erinnere. Und ja, dann sind wir wieder in Singapur. Mercedes-Event dauert noch ein bisschen. So, George Russell pickt hier nochmal 2 Positionen ab in der Kurve, sehr schön. Wir müssen jetzt auch mit ihm tanken. So, mit Max Verstappen gehen wir hier runter. So, unser Gegner, ich gucke mal jetzt mal unseren Gegner an. Der fährt auf Medium und auf Hard. Das heißt, er wird eine 4 und eine 5 fahren, macht eine Einbox-Strategie, kommt jetzt rein, wie wir sehen, und wir müssen ihn mit Max Verstappen machen. Aber es sieht nicht danach aus. So, jetzt kommen ein paar Leute rein. Max Verstappen, jetzt komm. Gib Gummi, sehr schön. Platz 15, der Undercut hat schon mal gut funktioniert auf einem Fahrer von unserem Rivalen. Hoffen wir jetzt. Hier, sehr schön. Sehr, sehr schön von Max Verstappen. Ihr seht selber, mit einem Go-Kart-Setup hier in der Schikane kann man sogar Gas geben, weil einfach der Grip passt, das Aero passt. Es passt vieles, ja, in dem Setup. So, jetzt kommt der Gegner rein, der Rivale muss, nein, er bleibt noch weiter draußen, fährt, ist eine ganz, ganz komische Strategie. Aber alles gut, so, da wurden wir geblockt. So, jetzt nochmal, komm, schön nach innen ziehen. Von außen will er ihn machen, ne? Da sagt er nein. So, jetzt aber. Mit Schwung, nein, da verlieren wir sogar noch ein bisschen. Und wir müssen runter, wir haben nur noch 3% Zuverlässigkeit, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich hoffe, dass das Auto nicht in der letzten Kurve hier irgendwie noch eine Panne reinzieht. So, kommen jetzt mit George Russell und überholen den Gegner. Doch, wir haben eine Panne. Es kostet uns jetzt noch ein bisschen mehr Zeit zu reparieren. George Russell macht aber auch eine gute Arbeit. Kommt nochmal vor dem Rivalen hier raus.
Müssen jetzt auch hier aufpassen. Nein, 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 nein. Da verlieren wir jetzt Plätze. Nein, nein, nein. Ui, 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 ui. George Russell, was machst du da? Was machst du denn da? Ah, ja, ja. Nicht gerade die beste Strategie, hier eine 3-3-2 und eine 2-2-3 zu fahren. Ah, ja, ja. So, jetzt kommt Russell rein und das war's für ihn. Er hat jede Menge Plätze verloren da. Gegner muss aber auch noch rein, so wie es aussieht. Und wir setzen hier all. Ach, komm, Mann. Ai, ai, ai. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade, Leute. Haben sogar noch mit Russell habe ich aus Versehen sogar auf Medium getauscht. Also, naja. Ihr seht selber, ich habe mit dem Setup nicht unbedingt die beste Erfahrung. Wir fahren hier, wie gesagt, das sind Testfahrten, Leute. Haben ein bisschen Spaß hier. Ja. Haben hier ein bisschen den Bock abgeschossen, auch hier, dass wir jetzt mit George Russell auf Medium draußen sind, weil sonst hätte das eventuell etwas geändert hier, aber passt, werden danach noch ein Rennen fahren und das vernünftig machen. Eieieiei, hier auf Medium, das bringt auch nichts hier und nochmal 2 Runden dann auf Vollgas, das war leider auch ein Flop hier. Leider ein Flop. Deswegen Serie 12, dieses Setup, das ist nicht unbedingt für Serie 12 gemacht, selbst wenn es auf Max ist. Ja. So, das war es. 18 Punkte haben wir geholt. Aber ist lustig. Wie gesagt, ich mag das Setup. Es ist eine andere Strategie, die man damit fährt. Ja. Schauen uns mal an hier. Verstappen auf 6, Perez auf 7. Fährt auch mit einem gemischten Setup, der Herr. Ja. Den kennen wir auch aus der Vergangenheit. Der war bei den GWK Legends, allerdings ist er jetzt auch in einem anderen Club. Wie gesagt, springen nochmal in Serie 12, will ich mir unbedingt nochmal anschauen. Ich hoffe, dass wir nochmal Abu Dhabi kriegen und dass wir da eventuell mit einer anderen Strategie fahren. Ja. So, 15:25. Wir haben einen Rivalen, der fast 100 Teampunkte mehr hat wie wir. Fahren in Aserbaidschan Baku. Das ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Ist auch einer meiner Lieblingsstrecken, Michael, um darauf wieder zurückzukommen. Baku gefällt mir sehr, aber nicht mit dem Setup. Ja, da gehe ich lieber auf Spirit und auf meine Serie 11 und Serie 12 Teile. Werden auch, denke ich mal, nochmal zum Abschluss hier mit meinem vernünftigen Setup nochmal ein paar Rennen fahren. So, wir kommen raus auf Hard und auf Softs. Werden mit Russell eine Einbox-Strategie fahren und mit Max Verstappen werden wir eine Zweibox-Strategie fahren. Hoffen, dass dieses Rennen besser ausgeht wie davor und dass wir das hier erfolgreich abschließen. So, Start ist sehr, sehr eng wie immer. Vor allem, wenn man sich da hinten positioniert, wie bei uns jetzt in dem Fall. Gehen hier mit Russell jetzt mal auf regulär direkt, weil Pushy bringt hier nicht unbedingt viel. So, wir gehen jetzt hier nach der Kurve, hier gehen wir runter auf Verteidigen. So, das wird nicht unbedingt leicht, aber das wollen wir auch nicht. Max Verstappen hatte da mal Platz 18, so hat er sich jetzt wieder zurückgeholt. Wie gesagt, gehen mit George Russell gehen wir auf lang. Versuchen auf der Geraden mit ihm mehr Gas zu geben als in den Kurven. So, hier können wir ein bisschen mehr Gas geben, versuchen eventuell, nein, oh, das ist da, so jetzt haben wir Platz 17 gemacht, sehr schön, und Platz 22 mit George, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, kommen mit Max Verstappen jetzt hier auch rein, ihr seht auch, wenn wir hier auf Verteidigen schalten, also auf grün, dann öffnet sich ein Gap sehr, sehr schnell, da besteht aber auch die Gefahr, dass wir halt auch sehr, sehr schnell überholt werden von unserem Hintermann, ja. Wie schon gesagt, das Setup ist nicht unbedingt für Serie 12 geeignet. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Schwung mitnehmen, hier mit Max. Hatten da fast auch noch die Position verloren. Und George kann Gas geben. Oh, es kommen einige rein. Es kommen einige rein, um hier einen Undercut zu machen. Das ist sehr interessant.
Ja. Kommen trotzdem gut raus. Die sind ja ziemlich schnell, haben aber trotzdem noch einen vor uns. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. So. Passt. Gegner fährt, denke ich mal, mit Verstappen eine 4-4 auf Medium und mit seinem Sergio Perez sollte er jetzt tanken. George Russell sieht auch gut aus, hat Platz nach vorne. Max Verstappen fährt weiter, wie wir auch gesagt haben. Und er fährt auch mit Carlos Sainz fährt auch mit Carlos Sainz weiter. Sehr interessant, fährt eine 4-4 mit Medium. Sehr schön hier von Max Verstappen. Da noch den Aston Martin zu klären, bevor es dann in die Kurven ging. So, kommen jetzt hier mit George Russell rein. Auto wird vollständig repariert. Wir geben ihm neue harte Reifen. Und dann geht es nochmal für 4 Runden raus. Ja. Max Verstappen muss den Rivalen jetzt überholen. Beide. So, da kommen viele rein, wie wir sehen, zur 4. Runde. So, jetzt hier Gas geben. Gas, 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 bitte. Gegner kommt schon raus. Sind aber vor ihm. Versuchen noch hier Platz 9 zu klären. Schaffen wir das? Nein. Müssen mit Max Verstappen auf Medium raus und dann 3 Runden lang Vollgas geben. Der Gegner fährt eine 4-4 mit beiden Fahrern auf Medium. Also ist sehr passiv, würde ich mal sagen. Geht eigentlich da schon eher auf Verteidigen anstatt Angreifen. Vielleicht wird er ja seine Meinung ändern, wenn wir genug Druck ausüben können, aber das bezweifle ich ein bisschen. Sehr schön hier von George Russell, noch einen Platz abzupicken hier. George Russell hat jetzt noch 2 Autos vor sich zum Rivalen. So, und hier Max Verstappen kann jetzt hier Gas geben. So, und lass uns hoffen, dass er jetzt genug Power hat, genug Selbstbewusstsein, dass er noch ein paar Positionen hier abpickt jetzt. Platz 19 haben wir schon gemacht. Sehr schön hier von Max Verstappen. Hat hier Kevin Magnussen geklärt. So, jetzt hier vor uns noch ein Alpha. New. So. Gegner, wie schon gesagt, der fährt sehr passiv. Hat, denke ich mal, das Auto noch nicht mal repariert. So, und jetzt lassen wir auch Max Verstappen hier an George Russell vorbei. Sehr schön. Weiter auf regulär George Russell, sieht auch gut aus. Der kann auf regulär und auf Vollgas fahren hier. So gesehen, so, jetzt haben wir den Rivalen gemacht. Ja, so, und jetzt geht's nach vorne. Komm, Max. Max Verstappen in der letzten Runde jetzt. Ob wir das, was denkt ihr? Gewinnen wir das noch oder nicht? So, Gegner fährt durch. Ein Alpine kommt rein. Wir haben jetzt ein Auto zwischen uns. Und den müssen wir klären. Müssen mit George Russell auch aufpassen. Können nicht allzu viel Gas geben. Oi, da haben wir einen Fehler gemacht mit Max Verstappen. Da ist er kurz hängen geblieben an der Kurve. Komm, komm, Junge. Das schaffst du. Oh, der Alpine, da überholt er den Gegner. So, und das sollte doch für uns jetzt die Chance sein. Wenn Valtteri Bottas uns ein bisschen Platz lassen würde hinter uns, das wäre auf jeden Fall gut. Komm. Oh, da kommt der, nein, da will er nicht. So, auf der Geraden vielleicht noch. Auf der Geraden. Nein, nein, nein. So jetzt, hier, nein, da werden wir einfach zugestört. Da ist er auch noch gegen die Wand geknallt am Ende. Wahnsinn. Ja, fast, ja. Also ihr seht, es ist möglich, gute Rennen zu fahren, aber es ist wirklich fast schon unmöglich zu gewinnen. Uns hat wirklich nur dieser eine Überholvorgang gefehlt. Schauen uns nochmal das Setup jetzt an von unserem Gegner. Carlos Sainz auf 7 und Max Verstappen auf 6. Ja, 177 Leistung, also 70 Leistung mehr wie wir. Ja, also wie schon gesagt, Serie 12 Schnellboxen Stop Setup ist ist so knifflig, ist sehr, sehr knifflig. Also ist nicht unbedingt empfehlenswert. Ja, von daher, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schießt los. Wie gesagt, ich bin da. Wir switchen auf unser Main Setup und
werden uns jetzt die Niederlagen, die wir da haben, wir fangen mal an in Serie 10, da haben wir nämlich schon eine Niederlage, werden dort jetzt fahren und dann nochmal in Serie 12 und werden da unsere Punkte wiederholen, die wir mit dem Schnellboxen-Stop-Setup leider verloren haben. Sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, alles gut. Schnellboxen-Stop-Setup ist jetzt vorbei. Wir fahren wieder mit unserem Main-Setup. Serie 11 und Serie 12 Teile mit Spirit. Und ja, Italien Monster direkt in Serie 10. Das wird sehr interessant. Ich hoffe auf ein gutes Quali. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Platz 3 und Platz 6, sehr, sehr schön. Das macht auch wieder Laune. Das macht wieder Laune, wieder vorne mit dabei zu fahren. Ja, deswegen muss man auch ab und zu mal, Leute, auch für euch, nicht immer nur Serie 12 fahren. Fahrt auch mal Serie 8, Serie 9, Serie 10. Da, wo ihr euch halt vorne platziert. So. Jetzt hoffen wir mit Max Verstappen jetzt hier beim Start. Jetzt schön nach innen ziehen. Jawohl. Und weg. So. Fahren mit ihm 2 Runden auf Vollgas. Russell verliert hier an Lewis Hamilton die Position, gehen jetzt runter auf regulär. Schauen uns mal hier die Reifen an. Unmöglich, dass uns Hamilton hier überholt auf hart. Aber ja, hat er gemacht. Hätte man auch hier rausfahren können, auch nochmal mit beiden Fahrern auf Softs. Das geht auch. Und ja, mit dem einen eine 3-3-2 und mit dem anderen eine 2-3-3, so wie wir das jetzt auch hier mit Max fahren. Allerdings gehen wir hier ein bisschen auf Nummer sicher und fahren mit Russell auf Medium für die ersten 4 Runden. Danach switchen wir ihn auf Hard. Sind immer noch Testfahrten. Ja, wir sind immer noch in Testfahrten, probieren einfach mal aus und gucken, wie wir uns fühlen. Wir haben jetzt hier mit Max Verstappen 7 Sekunden Vorsprung zum zweiten, 7,4, 7,6. So, das sieht sehr, sehr schön aus. Dann können wir nämlich jetzt ungestört pitten und wieder rausfahren auf Softs für 3 Runden. Komm raus, 3,8, sehr schön. Kommt hier raus, geben ein bisschen Gas bis zur ersten Schikane und danach gehen wir runter vom Gas. Wir haben vor uns hier, vor George Russell, haben wir niemanden auf Softs, was nicht unbedingt gut ist. So, hier runter, sind wir doch bei der zweiten Schikane sind wir jetzt runtergefahren, aber alles okay. So, und mit dem chillen wir jetzt. Mit Max Verstappen, da können wir jetzt wirklich chillen. Unser Gegner fährt hier auf Medium und auf Hard raus. Das ist nicht unbedingt die beste Strategie, wenn man ein gutes Setup hat hier für Serie 10. So, wir haben jetzt hinter uns hier Sergio Perez, der wird pitten. Und danach werden wir haben nochmal 3 Leute vor uns, die auch pitten zur 4. Runde vor George Russell. So, Verstappen hat hier eine entspannte Fahrt in Monza. Sieht auch schön aus. Können wir uns mal angucken hier in der Nahaufnahme, wie sich das Auto verhält. Auch verteidigen. Schauen wir uns jetzt mal an. Danach kommt er rein. Wie gesagt, so, George Russell kommt jetzt rein. Hoppa. Keine Reifen mehr, deswegen schön auf hart jetzt. So, machen hier noch ein bisschen Stau. So, Max Verstappen. Das gucken wir uns jetzt mal an hier in den Kurven, wie sich das Auto verhält. Sehr schön. Ja, sieht doch schön aus. Wir werden ihn auf Mediums nochmal bringen. Und dann geht er 3 Runden lang Vollgas. Haben hinter uns Hard und Medium. Dann nochmal jemanden auf Softs, aber die sind einfach alle zu weit weg. Also werden wir hier entspannt mit Max Verstappen Pole Position fahren. Mit George Russell werden wir noch 4 Leute überholen, so wie es aussieht. Die sind nämlich alle auf Softs da vorne, also werden wir auf jeden Fall Platz 4 haben. Hoffe ich. So, schauen wir uns mal an. Max Verstappen hier wieder auf Medium auf Vollgas fährt. Ja, sieht doch alles gut aus. Ging da ein bisschen weit raus. Hier auch, ja. Da fehlt uns natürlich auch der gewisse Grip, deswegen, weil wir fahren ja mit Spirit. Allerdings sind wir da auf den Geraden, sind wir da unschlagbar, Leute. Hier mit Russell, schauen wir uns das auch mal an, hier auf Hard. So. Kommen ein paar Leute jetzt in die Pits, wie schon gesagt. Da kommen sie rein. Einer kommt rein. Danach die Runde kommen nochmal 2 Leute rein. Sprit sieht gut aus bei Russell.
Und Reifen auch okay. Hier können wir eventuell auf regulär gehen. Wir haben jetzt hier, wie schon gesagt, 2 Leute noch, die noch pitten müssen. Und danach haben wir vor uns jemanden auf Medium. Das ist der Charles Leclerc. Schauen wir mal, ob wir da eventuell noch einen Überholvorgang machen können. So, jetzt kommen die Herrschaften rein. Wir gehen zurück auf Position 4. Und überholen ist nichts. Das wird nichts. Wir müssen runter auf regulär. Max Verstappen, Pole Position. Sehr schön. Sehr schön. George Russell hat genug Platz hinter sich. Da haben wir auch wieder keine Reifen mehr, haben da viel zu viel Gas gegeben, aber alles gut. Platz 4 bringen wir nach Hause. Wie schon gesagt, man hätte hier mit Russell auch eine 3-3-2 fahren können auf Softs. Denke ich mal, wäre auch besser gewesen. Aber das passt schon. Und wenn man sich vorne platziert, dann lohnt sich immer. Die soften Reifen, die lohnen sich da eigentlich schon. Sehr schön. Wie gesagt, fahren ein paar Rennen hier noch. Fahren noch in Serie 12 jetzt die Rennen. Da wird es natürlich sehr interessant. Mit was für einem Setup fährt ihr in Serie 12, Leute? Fährt ihr mit Spirit, Whirlpool? Fährt ihr mit Claw anstatt True Grit? Würde mich mal gerne interessieren. So, Gegner ist da, 1426. Sieht auch gut aus. Oh, wir sind wieder in Silverstone. Das ist gute Praxis hier. Ich hoffe, es regnet. Dann haben wir hier ein bisschen ein paar Testfahrten für den Grand Prix, für das Serienevent jetzt am Wochenende. Ich werde morgen, Leute, meine Quali fahren. Ja, also verpasst bloß nicht einzuschalten morgen. Da werden wir Q3 mal in Angriff nehmen. So, wir werden hier auf Softs raus mit Max Verstappen und mit Russell gehen wir auf Medium. Wir fahren ohne Boosts. Also ist da auch nicht so viel Rock'n'Roll. Ja, Ibo. Rock'n'Roll kommt nur mit Boosts, wenn man da auch dann die richtigen einsetzt. So, und jetzt haben wir hier schönen Start, hoffen wir mal. Max Verstappen tut hier einiges verteidigen. Russell kommt jetzt, da gehen wir auf regulär. Ihr seht selber auf regulär, jetzt überholen wir sogar noch Max. So, sehr schön von beiden Fahrern. Hier wieder ein bisschen Gas geben. So, Position verteidigen. Jetzt gleich hier mit Max hätte ich mir gewünscht, dass wir einen Platz machen. Machen wir aber nicht. Also gehen wir auch runter vom Gas. So, versuchen Position zu verteidigen. Gar nicht erst anzugreifen. Erst recht nicht in Silverstone bei trockener Fahrbahn. Da müssen wir warten, bis wir erstmal ein bisschen Platz haben. Und dann können wir eventuell den ein oder anderen Überholvorgang tätigen, so wie jetzt. Max Verstappen kurz da. Das habe ich gerochen und da haben wir ein bisschen Gas gegeben und da haben wir uns da Pierre Gasly haben wir uns geholt. Hier wieder ein bisschen Gas geben. George Russell muss Position 12 verteidigen. Sehr schön gemacht hier von Russell. So. Nächste Runde kommt Max Verstappen rein. Den geben wir dann harte Reifen. Kommen da schon ein paar Leute rein? Nein. Das heißt für uns, dass wir in der nächsten Runde ein bisschen Stau haben werden. So, unser Rivale kommt rein. Kommt wieder auf Softs raus. Fährt, denke ich mal, eine 2-2-3 oder eine 2-3-2. Max Verstappen mit Medium, denke ich mal, würde jetzt reinkommen. So, jetzt kommen wir rein mit Max. Unser George bleibt draußen. Muss sich auch noch ein bisschen gedulden, weil wir werden nach dieser Runde hier werden wir pitten und werden dann nochmal Russell auf Medium rausschicken für 3 Runden, dann auf Vollgas. Hoffen wir auch, dass wir dann genug Platz haben. Max Verstappen hängt jetzt hier hinter den 3 fest hier. Vettel, das sollte doch auch Pierre Gasly, denke ich mal, sein.
Also fahren wir da auf regulär. Gucken wir mal. Vettel, Tsunoda und Gasly. Die zwei müssen auch pitten. Dann werden wir danach Gas geben. So, und zwar jetzt hier können wir Gas geben mit Max. Werden wir auch nicht gestört. Können jetzt hier schön die Schikane fahren. Und natürlich auch hier schön rausfahren. Ja, positionieren wir uns auf Platz 10. Das sind doch schon mal Punkte für uns. So, und jetzt hat George Russell natürlich die Möglichkeit jetzt hier ein paar Positionen abzupicken. Wir haben hier noch ein paar Leute, die pitten müssen. Vor George Russell, aber nicht vor Max Verstappen. Also werden wir versuchen, mit Max Verstappen hier so gut wie möglich an unseren Vordermann zu kleben. Das wäre jetzt hier Valtteri Bottas. Und versuchen eventuell hier zu überholen. Ja, da kommt er schön nah dran. Ja, können wir noch ein bisschen Gas geben. Komm, beiß, Max, beiß. Musst du schaffen hier. Ne. Russell jetzt auf Platz 14 hier. Der Gegner kam jetzt wieder rein und hat auf Medium geswitcht. So, Max Verstappen kommt nicht an Bottas vorbei. Beide auf Hard. Kommt aber nicht vorbei. Das ist so, ne, Kevin Magnussen ist das. Das ist sogar. Ne, sorry, das ist hier. Da ist Valtteri Bottas. So, jetzt hier, komm schon, nach innen. Nein, will er nicht. Sehr, sehr komisch hier. Versuchen runter vom Gas. Und versuchen mal gleich, wenn wir nicht von George Russell überholt werden hier. Wir haben nicht die nötige Pace. Ja, wir müssen Russell vorbeilassen. Der sagt nämlich, ey, ich bin schneller wie du. Der will durch. Okay, lassen wir durch. Und jetzt hat Russell eventuell die Chance, Bottas zu überholen. Fahren mit beiden Fahrern in die Punkte. Das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus hier in Silverstone. So, hier noch ein bisschen Gas. Komm, schafft es Russell. Schafft es George Russell hier an Bottas vorbeizugehen. Nein, da macht er auch noch den Schwenker, hat auch noch einen Fehler, aber egal. Wir bringen Platz 9 und Platz 10 nach Hause. Alles gut. 31 Punkte. Ohne Boost, ohne gar nichts. Sieht doch sehr, sehr schön aus hier. Natürlich beide keine Reifen mehr gehabt am Ende. Haben nochmal das Auto und die Reifen natürlich ausgewrungen. Ja. So. Fahren wir das letzte Rennen noch ein bisschen mit Rock'n'Roll. Was sagt ihr? Fahren wir ein bisschen mit Rock'n'Roll. Machen noch hier diese Kiste auf. Die stört mich nämlich. Die Serie 8 Kiste. Und hoffen auf eine schöne Kiste in Serie 12. So. Weg. Tun noch eine Serie 12 Kiste rein. Und gehen in das letzte Rennen für heute. Damit wir auch unsere Punkte wiederholen. Natürlich. Die wir auch verloren haben. Oh, langer Livestream heute. Bin ja fast eine Stunde hier. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. I really appreciate it. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ich mag selber die Livestreams. Bin ein riesen Fan davon, damit man auch live sehen kann, was auch richtig abgeht und nicht irgendein Video. Halt. Ihr wisst ja auch, ich mache die Videos auch immer eigentlich live und dann tue ich die reinstellen. Also ich mache nicht ein Video und dann laber ich da drauf später. Ja. So, Platz 10 und Platz 14 in Baku. Und wir werden, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen Rock'n'Roll fahren. Wir werden für George Russell Hahn benutzen, weil das braucht er auch da hinten. Und mit Max Verstappen, den werden wir... probieren wir mal aus hier. Hier, der neue Boost hier, Gladiator, habe ich bis jetzt noch gar nicht benutzt. Und den benutzen wir jetzt einfach mal und haben ein bisschen Spaß hier. Hoffe auf ein schönes Resultat. Hier in Baku. Ja, lass uns hier rocken. Mit Russell fahren wir auf regulär. Und mit Max gehen wir ein bisschen auf aggressiv. Also Gas. Oh, da verlieren wir direkt 2 Plätze. Sehr schön. So aggressiv war das gar nicht. So haben wir uns wieder zurückgeholt. Alles okay. Jetzt haben wir wieder Bottas vor uns. Der scheint uns zu mögen hier, der Herr Bottas. So, machen Platz 9. Nein, ja, jetzt aber. Sehr schön. So, gehen jetzt hier auf regulär. Und mit George Russell gehen wir hier auf verteidigen. Sehr, sehr eng. Typisch Baku. Das ist auch eigentlich nur auf der Geraden, dass wir da Position machen können und Pace abpicken können.
So, hier, schön auf der Geraden jetzt. Komm, will ich jetzt was sehen. Wir haben ja extra mit Gladiator Tempo Boost drin. Jawohl, funktioniert sehr schön. Auch mit George Russell hier. So, gucken wir uns mal kurz vorher an. Bevor wir in die Pits reinspringen, haben wir vor uns definitiv Leute, die rein müssen. Und auf Medium sind dann ein paar. So, wir werden mit Max Verstappen werden wir einen Undercut machen. Also eine 2-3-3. So, hier eventuell, jawohl, da haben wir noch den Mercedes geklärt. Der Gladiator Boost ist doch gar nicht so schlecht, Leute. So, hier, ich bin der Einzige, der hier reinkommt. Macht George Russell noch den McLaren? Nein, macht er nicht. So, wir kommen gut raus. Wir kommen gut raus, kommen hinter unserem Rivalen raus mit Max. Das ist sehr, sehr schön. Können jetzt für 3 Runden lang ein bisschen chillen hier und gucken mal, wie sich der Tempo-Boost verhält. Hier, George Russell wird jetzt attackiert von unserem Rivalen hier. Gehen wir ein bisschen näher ran, versuchen ihn natürlich auch ein bisschen zu stören hier. Sehr schön von George. Da wurden wir jetzt überholt, aber halb so wild, weil er muss sowieso in die Pits. Thomas Müller, hi, was hältst du von dem Boost Tulpe? Da bin ich ehrlich, ne, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Sollen wir danach noch ein Rennen machen mit Tulpe? Ja, können wir machen. Können wir uns mal anschauen. So, Russell muss jetzt hier nach der Runde in die Pits. Den werden wir wieder auf Medium kommen lassen. Und Max Verstappen kann sich hier schon schön ausruhen und wird dann für die letzte Runde ein bisschen mehr Gas geben. Hier sehr schön. Sehr schönes Rennen. So, und jetzt hier können wir Gas geben. Also die 4 kommt rein. Alpha Tauri. Wir. Ja, schaut euch mal an hier, Gladiator jetzt auf der Geraden. Da hat er mal eben Schwung bekommen hier. Und wunderschön. Einfach wunderschön hier. Wir kommen mit Max Verstappen für die letzten 3 Runden auf Medium raus und geben dann 3 Runden Knallgas. Und hoffen, dass der Boost noch mehr rausbringt, dass die Turboladers hier schön mit jede Menge Oktan hier gefüllt werden. So, unser Gegner hinter uns hier, Sergio Perez, hinter Russell, macht hier Druck, will überholen, lassen wir aber nicht vorbei. So, Max Verstappen kommt rein. Jetzt haben wir ihn vorbeigelassen aus Versehen, aber halb so wild. Der muss danach die Runde rein, er fährt eine 3-3-2 mit Perez. Kriegt George Russell das noch irgendwie hin? Nein, muss jetzt auch runter vom Gas, weil Max Verstappen jetzt hinter ihm ist. Teamorder, ja, müssen wir vorbeilassen. Und wie gesagt, Max kann jetzt hier auf 3 Runden lang Vollgas geben. Gucken wir mal, wie sich das Auto hier verhält auf der Geraden. Müssen noch ein paar Leute rein hier vorne, das ist sehr, sehr schön. Können da auf jeden Fall noch ein paar Positionen abpicken, und zwar jetzt hier. Da, Gladiator packt, da, schaut euch das an. Sehr, sehr schön, ja, sehr, sehr schön hier. Wir fahren wieder mit beiden Fahrern in die Punkte, ja, in die Top 10. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier, nein, da geht Pierre Gasly ein bisschen aggressiv mit uns heran. Können wir nicht überholen, gehen wir auf regulär. Manchmal ist regulär für diese ganzen engen Kurven besser. So, jetzt hier Gas geben. Da müssen auch ein paar Leute pitten, definitiv. Noch 3 Leute müssen rein. Perez auf 3, der ist sogar schon drin, da kommen wir nicht mehr ran. So, da muss jetzt Max Verstappen. Da muss jetzt der Boost packen. Jawohl, jawohl, jawohl. Nein, da bleiben wir hängen. Nein, da überholen wir noch. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön hier. Platz 5 und Platz 7. Ja. Was geht denn vor uns ab? Oh, die sind alle auf Softs. Was machen wir denn da mit Max hier? Wir müssen Gas geben. Nein, nein, nein. Hätten wir fast sogar Position verloren. So, sehr schön. Platz 5 und Platz 7 fahren wir nach Hause, so wie es aussieht. Jawohl. Sehr schön. Und Russell, jawohl, schafft er auch. Schöne Position nach Hause gebracht. 38 Punkte in Baku. Mit kleinen Boosts, das sind jetzt keine Tempo, außer Gladiator. Gladiator gar nicht so schlecht, aber tödlich schnell natürlich, oder Holzfäller, das ist so,
Auf jeden Fall meine Favorites. Ewiges Feuer, gibt kein Tempo, aber ist auch sehr, sehr guter Boost. Schönes Rennen. Der Rivale hat ein bisschen gelitten. Tut mir leid für ihn, dass wir die Boosts benutzt haben. Ich bin, Thomas, ich bin ein Fan von Tempo-Boosts. Deshalb Tulpe werden wir probieren. Gucken wir mal, was Tulpe so macht. Tulpe war doch Boxenstopp-Zeit und so, ja? Ja, hier. Ne, das ist Sherry Glass, sorry. Hier, Tulpe. Ja, Blocken, Boxenstoppzeit und Zuverlässigkeit. Why not? Blocken ist gar nicht so verkehrt und Boxenstoppzeit ist auch gar nicht so verkehrt zu haben. Ja, sollen wir noch ein Rennen machen in Serie 12 oder wo sollen wir das machen? Und mit Tulpe, wenn ihr Interesse habt. Wie gesagt, wenn ihr noch einen Club sucht, Leute. Ich bin bei The Crew, bin dort ziemlich zufrieden. Wir sind auch gut unterwegs und suchen immer aktive Spieler. Unsere Anforderungen sind 1000 Punkte die Woche, also nichts Spezielles. Wir sind hier kein High-Club. Wir nehmen das Spiel auch nicht so ernst wie manch andere Clubs. Wir wollen einfach nur Spaß haben und wollen natürlich auch, dass wir weit nach vorne kommen und für die Leute, die Spaß haben und ein bisschen zocken, dass wir das auch vernünftig machen mit den vernünftigen Strategien. Also wenn ihr Interesse habt, in den Club beizutreten, schickt eine Einladung raus oder schreibt mich an und wir können dann etwas deichseln, definitiv. Ja, ich mache noch eine Kiste hier auf und dann fahren wir noch ein Serie 12 Rennen. Was haltet ihr davon? Ihr seid ja auch fleißig hier am Zuschauen, von daher nochmal vielen, vielen Dank. Livestreams sind immer sehr, sehr cool. Wie gesagt, machen noch hier die Kiste auf und dann springen wir nochmal in ein Serie 12 Rennen mit dem Boost Tulpe und eventuell mal auch ein Boost, was wir noch gar nicht so kennen, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Gucken wir mal. Springen wir mal rein. Los geht's. Hoffen wir auf einen guten Gegner hier. Auf einen Gegner mit 1700 Punkten oder so. Wäre auf jeden Fall geil. Dann lohnt es sich ja auch, die Booster zu benutzen. Dann sehen wir auch, ob die gut sind oder nicht. 14,75. Okay. Bahrain. Interessant. Sehr interessanter Circuit. Platz 11 und Platz 14 in der Quali. Und ja, wie gesagt, wir werden mit Max Verstappen vorne werden wir mal Tulpe benutzen. Und mit dem hinteren werden wir Schmetterling. Lass uns mal Schmetterling ausprobieren. Ja, warum denn nicht? Das sind Boosts, die eigentlich kein Mensch braucht, aber ja, lass uns das mal ausprobieren. Mit Max Verstappen werden wir eine 2-3-3 fahren und mit George Russell werden wir eine 4-4 fahren in Bahrain. Gucken wir mal, ob sich da im Rennen etwas ändert. Fahren hier in Bahrain mit beiden auf regulär raus, weil Bahrain ist so eine Sache. Hier die erste Kurve, die ist verdammt eng und da kann manchmal ein Chaos passieren. So, sehr schön hier von Max Verstappen. George Russell. Genau das meine ich. Mit Position verlieren. So, sehr schön hier auch von... da haben wir jetzt versucht zu überholen und hätten fast sogar eine Position verloren mit Max. Dario, was ist der Idee des Clans? Oh, verstehe die Frage nicht. Bessere Formulierung, ein bisschen mehr Details wären gut, dann kann ich eventuell beantworten. So, hier mit Max, wie gesagt, wir werden einen Undercut machen. Schauen uns mal an, wie das da vorne aussieht. Ja, ein paar Leute auf Hard, ein paar Leute auf Softs. Okay, wir machen einen Undercut, passt. George Russell, Schmetterling Boost. Ich weiß nicht, was der bringt. Im Moment verlieren wir Positionen, also hoffe ich, dass sich das jetzt vielleicht ändert. Nach ein paar Runden. So, hier sehr schön. Zieht hier nach innen und los geht's ab in die Box. Andreas, ja, du willst gern rein. Wie gesagt, du kannst dich bewerben, jetzt sogar noch.
Wir gehen nach dem Rennen gehen wir mal kurz rein und dann könnt ihr euch bewerben. Ganz, ganz schlimm hier dieses Rennen, ganz, ganz schlimm. Das Auto macht überhaupt nicht das, was ich will. Ja, hier jetzt, ja, Max Verstappen überholt und dann, uiuiui, dann blockt der auch nochmal unseren George Russell. Thomas Müller, genau, da, hast du reingeschrieben, ja, genau, bewerbt euch und ich werde das dann jetzt hier nochmal bestätigen gleich. Wie gesagt, 1000 Punkte ist Anforderung und ich denke mal, das sollte doch eigentlich für jeden machbar sein. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Riesenkunst, 1000 Punkte zu machen hier wöchentlich. Wenn ihr mehr macht, dann habt ihr die Chance, wenn ihr euch dann in der Top 10 befindet bei uns im Club, dann werdet ihr stellvertretender Kapitän. Also Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man in der Top 10 ist, und zwar wöchentlich oder jede zweite Woche. So, müssen wir mit George Russell pitten. Der Boost, den wir hier benutzen, Schmetterling, der ist gar nicht so schlecht, weil der gibt ja auch nochmal Reifenabtrieb, also ist der eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, das sehen wir jetzt hier. Tulpe tut uns auch nochmal ein bisschen helfen. Das sieht doch gut aus. Die Boosts sind ja gar nicht so verkehrt, also die kann man schon benutzen, wenn man mal den ein oder anderen Serie 12, wenn man das eine oder andere Serie 12 Rennen macht. Wir gehen jetzt hier mit Max Verstappen, wie ihr seht, auch auf Vollgas. Wir müssen hier den Gap aufmachen zum Hintermann. So, und der kommt nämlich jetzt in die Box und kann dann eigentlich nochmal für 3 Runden lang Vollgas geben. Werden nicht gestört vom Mercedes, der da ist. Sehr schön. So, 4 Sekunden. Sehr gut, kommen da auf Platz 8 raus. Also Undercut hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf die komplette Armee hier. Und wir sehen, mit George Russell haben wir auch nochmal ein paar Positionen gleich abzupicken. Max Verstappen hier. Valtteri Bottas jetzt versucht er zu klären. Jetzt, ja, sehr schön, nach innen gezogen und kann jetzt Gas geben. Versucht jetzt den nächsten hier, den Mercedes, zu überholen. Sehr, sehr schön, das Rennen. Sah am Anfang ein bisschen scheiße aus, aber ja, läuft. Ah, sehr schön hier von Max Verstappen. Habt ihr das gesehen? Oh, musste wieder abgeben. Jetzt aber. Schön nach innen an Lewis Hamilton und zieht vorbei. Sehr gut. Wie sieht es bei George Russell aus? Platz 12 hat gerade einen Alpine gemacht. Hier Fernando Alonso. Sehr, sehr schön auch. Die sind gar nicht so schlecht, die Boosts. Also muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Ne? Warum denn nicht? Die kann man benutzen, wenn man im Matchmaking jemanden erwischt, der natürlich mehr Teampunkte hat, dann warum denn nicht? So, hier, zieht nochmal schön nach innen und jawohl, verteidigt die Position jetzt. Wir haben kaum noch Sprit. Aber Platz 5 will ich nach Hause bringen. Hier mit Max Verstappen. Das sieht doch gut aus. Ich hoffe, Thomas, ich habe hier die Antwort für deine Frage mit den Boosts. Gar nicht so schlecht, Tulpe. Schmetterling, oi, da macht er auch noch Platz 10 hier, Russell. Sehr, sehr schön. Ja, sehr schön hier. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ja, das war's. Das ist das letzte Rennen. Ich gucke mir gleich nochmal eure Kommentare an, Leute. Und werde für diejenigen, die hier die Gilde, den Club beitreten möchten, akzeptieren. Oh, sehr gut. Platz 5 und Platz 10, Gegner Platz 13 und Platz 17. Schauen wir uns nochmal das Setup an und natürlich auch die Strategie von unserem Gegner. Ich habe da eine Goldkiste. Dankeschön, Hutch. Die nehmen wir doch gerne. Fahrer 3 und 6. Fährt mit Claw und Mirage. Ja, nicht unbedingt empfehlenswert. Eine 4-4 und eine 3-4-1. Ich weiß nicht, was der Gegner da gemacht hat. Bringt auf jeden Fall nicht viel. So. Ich gehe nochmal kurz hier auf den Club. Hier. Da ist die Club-ID. Steht aber auch nochmal, der Thomas, der hat die ja hier unten gepostet. Also falls ihr Interesse habt. Ich stehe für die nächsten 10 Minuten für euch noch da. Für Fragen, für Club-Eintritte. Brauchen wir noch mit euch zusammen noch eine Zigarette. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut raus, auch zu dem Club.
Von Anfang der Saison bin ich bei den Jungs dabei und wie gesagt, wir sind so eigentlich so ziemlich zufrieden hier. Es ist entspannt, wir haben keine Regeln oder so. Wie gesagt, das Einzige, was wir gerne haben möchten, sind 1000 Punkte wöchentlich. Das ist natürlich die Mindestanforderung. Allerdings sollte das doch gar kein Problem sein. Ja? 1000 Punkte, das sind 5 Rennen die Woche in Serie 12. Dann habt ihr die 1000 Punkte. 6 Rennen, sorry. Von daher können wir dann als Club ein bisschen mehr erreichen, als wenn man alleine unterwegs ist, ja. Ja, denke, glaube, der passt perfekt bei mir, denke ich. Ja. Was meinst du jetzt damit, Thomas? Sorry, bin da jetzt ein bisschen raus. Was meinst du jetzt genau mit, ja, denke, glaube, der passt perfekt bei mir, denke ich? Wie gesagt, um nochmal ein bisschen so über den Boxenstopp-Setup zu reden, um das Schnell-Boxenstopp-Setup nochmal anzusprechen. Klicken wir mal drauf. Wenn ihr mit diesem Setup fährt, Leute, tut mir selber den Gefallen, dass ihr nicht in Serie 12 damit fährt oder in Serie 11. Ihr habt selber gesehen hier in dem Video heute, in dem Livestream, das ist nicht unbedingt empfehlenswert. Uns fehlt einfach alles. Das Einzige, was wir haben mit dem Setup, ist einfach einen schnellen Pitstop. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass wir dann auch an die Rennen gewinnen können. Von daher würde ich dann schon empfehlen, dass ihr mit dem Setup hier bis Serie 10 kann man damit fahren, egal was für eine Stufe ihr dieses Setup habt. Ja? Und wenn ihr dann natürlich die Serie 11 und Serie 12 Teile habt, dann tut ihr die dann auswechseln. Ja? Spirit ist mein Favorit. Es gibt viele Leute, die selbst auch mit Mirage fahren. Das Setup würde dann so aussehen hier in dem Fall. Was natürlich auch geht, ist Whirlpool, was auch gar nicht so verkehrt ist. Allerdings ist da der Gap zwischen Grip und Leistung natürlich auch ein bisschen groß. Und ja, Flux hatte ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt gehabt, dass mit Flux, ich würde Flux benutzen, wenn ich es auf 7 hätte. Dann würde ich Flux eventuell benutzen, aber, jetzt kommt das große Aber, nur wenn ich mich auch wirklich in der Top 5 qualifiziere. Ja? Wenn man sich im Mittelfeld qualifiziert oder irgendwo hinten qualifiziert, dann bringt das nichts, einen schnellen Boxenstopp zu haben. Das ist einfach so. Ja? Von daher kann ich mit meinem Setup hier fahre ich halt mit Spirit. Teampunkte sind okay. Leistung ist sehr, sehr schön. Ja? Und natürlich würden wir uns da nochmal wünschen, dass wir dann eventuell Flow, Hydra und Leviathan natürlich und True Grit, dass wir die dann auf 6 haben. Alle Teile auf 6 bei mir bin ich eigentlich so weit zufrieden. Das sind dann so um die 160 Grip und 180 Power und 165 Aero. Und das sollte dann auch reichen, um die Großen wirklich auch richtig dann zu ärgern. Das würde dann heißen, dass wir dann auf jeden Fall dann auch in der Qualifikationsplätze wären dann Top 10 und Resultat wäre dann Top 5. Ab und zu mal ein paar Podiums und Pole Position natürlich mit Podiums kann man dann auch locker bestreiten, wenn man dann auch die richtigen Boosts benutzt. Ja? Und das ist so eigentlich so das Ziel meiner Saison dieses Jahr. Ist ein bisschen schwer, muss man wirklich sagen. Die Teile, die da droppen aus den Kisten, ist nicht unbedingt leicht. Ja, von daher ja, einfach hoffen. Wie schreibt man den Clubnamen? Siehst du jetzt gerade? Ja, The Crew steht da oben, auch nochmal die ID. Kannst du da eingeben und wie gesagt, ich würde euch dann auch bestätigen, ja, dass ihr dann reinkommt. Mindestanforderung 1000 Punkte die Woche. Hauptsache ihr habt Spaß, Leute. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann seid ihr hier genau richtig bei mir auf YouTube. Da können wir nämlich jedes einzelne Detail nochmal besprechen. Ich lasse das Fenster auch mal offen.
Ja, für den einen oder anderen, der vielleicht noch eintreten möchte hier. Wir sehen auch hier die Top 10. Das sieht auch gut aus, hier die Top 10, Top 20. Ja, dann geht es so ein bisschen runter mit den Punkten. Deshalb, wir hoffen natürlich auf Fahrer, die uns ein bisschen hier unterstützen. Wir haben 600.000 Reputationspunkte aktuell. Der dritte Grand Prix, so gesehen, von diesem Monat wird jetzt stattfinden. Dieses Wochenende, dann denke ich mal, werden wir so auf, ja, so circa 750, 800.000 Punkte kommen und werden dann versuchen, Ende des Monats, werden wir dann nächsten Monat wieder aufsteigen können, werden wir versuchen natürlich noch mehr Punkte zu holen. 1 Million wäre diesen Monat machbar, allerdings werden wir nicht aufsteigen. Also tun wir uns eigentlich nur trainieren im Endeffekt für nächsten Monat. Wir hoffen, dass wir nächsten Monat ein Update kriegen, sodass wir dann wieder aufsteigen können. Und das würde dann für uns heißen, dass wir dann nächsten Monat versuchen, in die Anwärterklasse aufzusteigen. Ja. Ist im Moment die höchste. Höher als Herausforderer 3 geht aktuell nicht. Hutch wird das, denke ich mal, so machen, dass mit einem Update dann plötzlich alle Ligen freigeschaltet werden. Das heißt, wir können dann jeden Monat aufsteigen oder halt dann auch absteigen. Absteigen ist ja im Moment auch der Fall. Allerdings versuchen wir dann kontinuierlich aufzusteigen und deshalb brauchen wir auch die vernünftigen Leute. Ihr seht selber, Leute, wenn ihr in einem Club seid, der gut ist, der auch oben mitspielt, wir sehen hier, was hier für Bonusse gibt. Ja? Und wir sehen hier einen Anwärter, da gibt es 8% mehr Bucks, also 1% mehr als davor. Da gibt es nochmal eine Flagge mehr pro Sieg. Und wir haben die Möglichkeit, 4 Team-Setups zu gestalten bei uns. Ja? Natürlich, wenn wir hier dann in der Super Champion irgendwann mal sein sollten, was wir hoffen, dann spielt man mit den Großen mit. Ja? Und wir hoffen natürlich auf ein paar Leute, die auch Bock darauf haben, so wie ich auch. Hier, Martina Andreas will hier reinkommen. Ich hoffe, es ist jemand, der hier gerade auch zuschaut. Ich werde das auf jeden Fall akzeptieren. Willkommen im Club. Vielen Dank für die Bewerbung. Und wie gesagt, Hauptsache, ihr habt Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, der Chat ist immer da. Wir sind ziemlich entspannt und versuchen so gut wie möglich jeden auch mit den Tipps zu geben, damit wir hier die besten Resultate mit nach Hause fahren, Leute. Ja? Ja, Thomas, im Moment ist ein bisschen doof, definitiv. Allerdings macht es Hutch einfach so, damit dann die Großen nicht direkt schon oben sind. Es ist ja auch eine Frage der Ausdauer. Ne? Es gibt Spieler, die zocken eine Woche intensiv oder vielleicht einen Monat oder 2 und danach hört man diese Spieler nicht mehr. Warum? Ja, das Spiel gefällt denen dann anscheinend nicht oder es hat sich irgendetwas geändert. Wir hatten ja auch ein Update, wo auf einmal unsere Rennkiste verschwunden ist. Dafür haben wir jetzt einen Pitpass bekommen. Was ich auch nochmal empfehlen kann, wirklich an jedem Spieler, der hier einfach Spaß haben möchte, auch 5 Euro zu investieren monatlich. Das ist ja nicht viel. Allerdings sind die Vorteile schon grandios. Ja? Also allein die Platinkisten, die man dazu bekommt, durch das Aufschalten für 5 Euro, dann nochmal die Boosts, die man dazu noch bekommt, dann nochmal hier dieses Güterpaket, die gibt es ja auch noch dazu. Also es lohnt sich schon, ja, allein hier 45 Holzfäller, das ist schon, da hast du schon die 5 Euro raus im Endeffekt, ja, weil mit Holzfäller oder mit ewiges Feuer hier, was wir auch sehen, sehen wir halt einen riesen Vorteil in den Rennen, erst recht in den Grand Prix. Warum ich mir eigentlich den Pitpass hole, kann ich jetzt mal so ansprechen. Ich hole mir den Pitpass wegen der Lackierung. Für jeden Pitpass kriegen wir Lackierungen. Wir gehen mal hier auf die Lackierung, die ich mir schon geholt habe. Hier Williams, Haas und Alfa Romeo. Wir haben ja im Moment nur 3 Pitpass gehabt. Der erste war Williams, danach kam Alfa Romeo und dann kam jetzt Haas diesen Monat. Und ich bin ein Riesenfan davon, von den Lackierungen. Natürlich hoffe ich, dass wir in Zukunft Ferrari, Mercedes etc. auch noch dazu kriegen. Und lass uns hoffen, das ist jetzt nur eine Spekulierung von mir, lass uns hoffen, dass wir diese Lackierungen auch nächstes Jahr benutzen können. Ja, also in der Saison 2023, dass wir dann mit einer Lackierung von dem Alfa Romeo zum Beispiel fahren vom Jahr 2022.
Und wenn wir dann sehr, sehr weit zurückgehen, das sehen wir ja hier für diejenigen, die das Spiel schon etwas länger spielen, wenn ihr dann in der Ruhmeshalle reingeht, sehen wir ja, ich bin schon seit 2019 dabei, da habe ich nicht so intensiv jetzt gezockt, aber da habe ich auch schon gespielt und wenn da jetzt eine Lackierung gewesen wäre, von einem egal was von einem Renault zum Beispiel, was ja jetzt ganz anders aussieht, das Fahrzeug. Ja, Alpine sieht ja jetzt blau aus und damals war es ja schwarz-gelb. So, und wenn man doch mit so einer Lackierung dann fahren kann, ja, das wäre doch schon cool. Ja, das ist doch schon, dann sieht man halt die Leute, die wirklich schon länger spielen und ist halt alles für die Zukunft. Hutch hat nächstes Jahr ein 5-jähriges Jubiläum so gesehen. Ich denke mal, die werden sich dafür was einfallen lassen. Das Spiel hat einen Riesenzuwachs bekommen dieses Jahr, Leute. Einen Riesenzuwachs. Und ich bin gespannt, wo das Spiel sich jetzt hin entwickelt. Natürlich müssen die auch Geld verdienen. Das heißt, wir sind auch vielleicht in manchen Fällen nicht unbedingt verpflichtet, aber wäre dann auf jeden Fall auch gut, so wie zum Beispiel mit dem Pitpass, die 5 Euro monatlich, das wären 60 Euro für eine Saison. Und das ist also ich finde das okay, für ein Jahr 60 Euro in ein Spiel zu investieren. Eventuell sogar ein bisschen mehr auch. Es gibt Spiele, da kommst du mit 5 Euro nicht weit. Ja, überhaupt nicht weit. Und in dem Spiel kommst du mit 5 Euro eigentlich schon ziemlich weit. Ja, also von daher kann ich das nur empfehlen, 5 Euro Pitpass mitzunehmen und die ganzen Belohnungen dort abzustauben. Ja, auf jeden Fall. Martina Andreas, mein Name im Spiel. Ja, herzlich willkommen. Wie gesagt, Spaß haben, fahren. Ende der Woche werden wir die Leute leider aus dem Club rausstoßen müssen, die halt die Punkte nicht erreicht haben. Aber wenn ihr 1000 die Woche schafft, dann seid ihr auf der sicheren Seite bei uns. Und wenn ihr mal eine Woche oder so nicht aktiv seid, dann kann man sich auch mal kurz abmelden. Dann kann man sagen, ey, ich bin nächste Woche nicht unbedingt aktiv. Gar kein Problem. Ja, einfach nur reden, ja, und einfach Spaß haben. Das ist so unser Ding. Die Punkte, die machen die Top 10. Das ist so das Wichtigste, dass unsere Top 10 die Punkte jede Woche nach Hause fährt. Und der Rest kann sich dann Stück für Stück nach oben arbeiten. Oder auch, natürlich auch schnell, wenn einer Bock hat. Ja, warum nicht? Ist auf jeden Fall kein Druck, kein Stress. Ist ja nur ein Spiel. So Leute, hab genug gequatscht. Mehr wie eine Stunde heute im Livestream. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch fürs Zusehen. Hat mir persönlich wieder sehr viel Spaß gemacht. Macht immer Spaß, hier live zu gehen mit euch und ein paar Setups auszuprobieren und auch mal ein bisschen über das Spiel zu quatschen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für das Red Bull Serien-Event. Ich hoffe, ihr kommt ins Finale am Sonntag, in eurer Liga natürlich, und greift dort eine gute Kiste ab und habt da gute Teile drin. Von meiner Seite aus war es das. Und wir sehen uns morgen mit der Quali. Und zwar im Q3 werden wir fahren. Also vergesst nicht einzuschalten, Leute. Natürlich ein Video, ein Like dazu lassen. Das sehe ich immer wieder gerne, um auch den Content ein bisschen zu pushen, Leute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen. Ciao, bleibt mir gesund. Ciao, ciao.